Guten Abend, verehrte Zuschauer. Willkommen in München, willkommen im Olympiastadion, das wir Ihnen hier aus luftiger Höhe in diesem Augenblick zeigen, von einer Kamera, die wir oben auf dem Olympiaturm postiert haben. 79.922 Menschen sind hier. 79.922 Menschen, von denen 46.000 oder fast 47.000 sitzen können. Erwin Kremers, also der einzige Neuling in der Mannschaft. Und bei dieser Gelegenheit werden den Spielern übrigens kleine, etwa Markstück große Münzen zur Erinnerung an diesen Tag übergeben. Vor dem Spiel zu machen, mit den Vätern Olympias, wenn Sie so wollen, mit OB Vogel und mit Willi Daume. Vielleicht kann mir unsere Regie einmal mitteilen. Daume ist es nicht ich meine in den Augen der olympischen Halbgötter, vielleicht ein Schönheitsfehler oder gar ein Vergehen, dass dieses Olympiastadion von Profis eingeweiht wird? Nein, im Gegenteil, wir verehren gerade in diesen beiden Mannschaften große Sportler, die für uns genauso Sportler sind wie die Olympischen. Herr Vogel, ist München noch dieselbe Stadt? Hat München nicht eine andere Qualität, jetzt wo es Olympiastadt geworden ist? Ich glaube, München hat seine Persönlichkeit gewahrt und die Kontinuität dieser Stadt ist nicht abgerissen. Gut, es ist Schönes dazugekommen, aber es ist die gleiche Stadt. Bekommen hat beim ersten Freistoß. Ball mit einer besonderen Kunststoffbeschichtung gewählt, um das Spiel schnell zu machen. Hoeneß. Kremers. Reitner. So hat er schon mal ein Tor geschossen. Er kann einer der ganz Großen werden im deutschen Fußball. Sehr hart genommen von Troschkin, Beckenbauer. Zwei Spieler, die sich wirklich großartig ergänzen. Ich würde sagen, eine Netzerentfernung. Na bitte. Konkov. Ja, und Schiedsrichter Marquez deutet längst an. Freistoß. Kopejkin mit der 12. Da kommt Kosienkiewicz und Meier. Zurzeit in seinem 10. Länderspiel. Da haben sie ihn am Ball. Er zieht das Spiel auf, er verzögert es geschickt, wenn es sein muss. Wimmer, der ein großes Arbeitspensum leistet. Und Erwin Kremers. Ja, Hoeneß und Müller. Der sowjetischen Torwart vorgegangen war. Netzer und Müller. Oh. Heinkes. Hoeneß. Und im letzten Moment Rudakov.
Und da ist der Halbzeitpfiff, meine Damen und Herren. 0:0 steht es also nach den ersten 45 Minuten. Die Mannschaften wieder auf. Da haben Sie Erwin Kremers, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Wimmer, Breitner. Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten dieses Länderspiels. Sehr schön von Uli Hoeneß. Ja, und das ist eine etwas unglückliche Einrichtung. Der Graben ist den Fotografen sicherlich eher noch zu weit weg vom Spielfeldrand, von der verlängerten Torauslinie. Es sind sicherlich nicht mehr als 2,5, 3 Meter. Er will keinerlei Missstimmung in diesem Spiel aufkommen lassen. Müller, jetzt aber und Tor! Na, und war das ein typisches Müller-Tor? Man kann nur sagen, ja. Gerd Müller, 1:0 für Deutschland. Das war nun wirklich ein fürchterliches Missverständnis. Schön gemacht. Und Müller und das 2:0. Ja, man darf ihn wirklich nicht eine Zehntelsekunde aus den Augen lassen. Und das war ein noch typischeres Müller-Tor als das 1:0 vor kurzer Zeit. 2:0 also für die deutsche Mannschaft. Gespielt sind ziemlich exakt. Aber die Sowjets sind jetzt sichtlich konsterniert. Müller, nein, kein Abseits. Hoeneß, ist das die Möglichkeit? Heinkes. Ui. Von Dynamo Kiew ist jetzt im Spiel und damit haben wir die komplette... Und jetzt das Anschlusstor. Nein, das gibt es nicht. Ich wollte gerade sagen, und damit haben wir die komplette Mittelfeldreihe von Dynamo Kiew, als die Sowjets gerade diese riesige Chance zum Anschlusstor vergeben haben. Eckball, Nummer 7 für die Sowjetunion. Na, Müller. Netzer. Kremers. Müller. Und noch einmal der junge Schalker. Schön gemacht. Ha. Das war ein Geschenk, wie man es wirklich nicht alle Tage passiert. Und ich glaube, jetzt darf ich es wirklich mit Berechtigung sagen. Ein geradezu 100%ig typisches Müller-Tor, der diesen Rückpass förmlich erahnt, hineinsprintet. Heinkes, Netzer. Schön gemacht und Tor! Ja, wen soll ich Ihnen jetzt als Schützen des 4:0 nennen? Es war ganz zweifellos Günther Netzers Tor. Und es war Müllers Instinkt, wieder einmal an die richtige Stelle zu laufen, nämlich dorthin, wo er verschieben kann. Oh! Ja,
Ja, das war schon großartig. Ein herrlicher Schuss von Chursilava. Glück für Sepp Maier und dann aber auch wieder eine großartige Reaktion des deutschen Torhüters. Wird Breitner behandelt neben dem deutschen Tor. Möglichkeit und Rodakov. Und da ist der Anschlusstreffer. Beckenbauer schimpft, ich glaube mit einigem Recht. Mehr ganz an den Mann kam. Munzian. Den Chursilava. Noch einmal. Und Baniszewski, Kleff. Was die Sowjets da machen. Netzer. Und der Schiedsrichter ließ weiterspielen, ließ Vorteil gelten. Gut 3 Minuten haben wir hier noch zu spielen. Und das 5:1 Torschütze Jupp Heynckes von Borussia Mönchengladbach. In der 86. oder 87. Spielminute. Und dieses Tor wird nicht gegeben. Remers, Müller. Chursilava war höher gesprungen. Ja, da entscheidet der Schiedsrichter auf Freistoß gegen Uli Hoeneß. Greift zur Karte. Ich glaube, es ist Zeit, während die letzten Szenen hier über den Rasen laufen. Aber Gerd Müller noch einmal mit einer Chance. Der Abpraller bei Heynckes. Ja, und das war eine wunderschöne Aktion, ein herrlicher Schuss von Jupp Heynckes. Der Mannschaft, die Helmut Schön hervorragend eingestellt hat, hervorragend fit gehabt hat, hier im richtigen Moment, um dieses Eröffnungsspiel wirklich so über den olympischen Rasen zu bringen, wie wir uns alle das gewünscht haben. Und ich glaube, wir können zufrieden sein mit der Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Ein bisschen enttäuscht, zweifellos. Ich glaube auch Sie von der sowjetischen Mannschaft, die offenbar doch mit sehr verdeckten Karten gespielt hat. Ich kann zu wenig sagen, weil ich einfach keinen Überblick von hier aus habe, darüber, wie der Anmarsch geklappt hat. Ich sehe aber jetzt, dass die Ränge sich doch sehr schnell, relativ sehr schnell entleeren, dass die 80.000 hier also offenbar